Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder. Ja, herzlich willkommen zu diesem Tagesvlog. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich heute jetzt für euch ein bisschen vloggen werde. Ich habe gestern hier auf YouTube eine Umfrage gestartet, welches Video ihr als nächstes von mir sehen möchtet. Und da haben auch einige fleißig mitgemacht. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Weil irgendwie wollte ich gerne, dass dieses Wochenende ein großes Video online geht. Aber mir fehlten irgendwie so ein bisschen die Inspiration und deswegen habe ich diese Umfrage gestartet und dabei kam raus, ihr wolltet gerne einen Vlog sehen und ihr wolltet gerne auch ein Haarupdate haben zu meiner Alopecia oder zu meinem kreisrunden Haarausfall. Ich versuche jetzt auf jeden Fall alles in dieses Video hier reinzupacken und deswegen würde ich sagen, starten wir jetzt einfach mal mit so einem kleinen Mini-Tages-Make-up-Tutorial. Und ich hole euch so ein bisschen ab, was gerade hier so los ist. Wir haben jetzt schon 16 Uhr. Ich habe gerade Feierabend gemacht. Und mal gucken, was wir heute so alles hier noch erleben werden. Ich habe beschlossen, ich möchte das mal ausprobieren, dass ich so einen Tagesvlog drehe, weil sonst strecken sich ja meine Vlogs über einen Zeitraum von manchmal 1 bis 2 Wochen. Aber ich werde jetzt einfach mal versuchen, heute hier das alles in den Vlog reinzupacken. Ihr habt bestimmt auch mitbekommen, dass ich in letzter Zeit sehr viele Shorts hochlade. Das hängt damit zusammen, dass ich gerade aktuell sehr gerne diese Kurzvideos drehe, gerade vor allem für TikTok. Auf TikTok läuft es gerade sehr gut für mich. Viele Videos sind sehr viral gegangen. Und das freut mich und das motiviert einen halt auch. Und deswegen lade ich diese Videos natürlich auch gerne hier auch auf YouTube hoch oder halt teilweise auch auf Instagram. By the way, folgt mir gerne auf meinen anderen Social Media Plattformen. Das heißt, folgt mir gerne auf TikTok, auf Instagram. Ich habe unten euch alles markiert. Und und ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal mit dem Make-up-Tutorial und dabei kann ich euch so ein bisschen halt auch von meiner Haarsituation ein Update geben. Generell gibt es da gar nicht so viel zu erzählen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal. Ja, es ist 16 Uhr und ich will mich jetzt noch schminken, aber irgendwie fühle ich das heute. Ich fühle mich heute so danach, mich so ein bisschen zurechtzumachen. Ich muss nämlich dazu sagen, dass es mir die letzten Tage nicht so gut ging. Ich wurde nämlich am Montag geimpft. Zum 2. Mal habe ich die Gürtelrose-Impfung bekommen. Und jetzt werden sich einige wundern und denken, warum kriegst du schon eine Gürtelrose-Impfung in so jungen Jahren? Ja, das hängt damit zusammen aufgrund meines kreisrunden Haarausfalls. Denn ich habe, wie ihr wisst oder wie einige wissen, wenn ihr meinen kreisrunden Haarausfall-Update-Videos geschaut habt, habe ich ein paar Jahre lang eine immunsuppressive Therapie gemacht. Das heißt, ich habe Medikamente genommen gegen Rheuma, die mein Immunsystem runtergedrückt haben, wodurch mein Immunsystem meine Haare nicht mehr angegriffen hat und wodurch meine Haare gewachsen sind. Diese Therapie habe ich aber Anfang letzten Jahres beendet und ich bin damit auch vollkommen fein. Mir geht es gut. Ich bin auch froh über diese Entscheidung und ich bereue das auch nicht, obwohl natürlich der Großteil meiner Haare ausgefallen ist. Also sprich, ich habe keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern und auch Kopfhaare. Ich nenne es immer eine Insel, ich nenne es immer ein Meer mit Inseln. Also ich habe verschiedene Spots, wo Haare wachsen, aber natürlich der Rest ist halt kahl und aber es ist okay für mich. Also ich fühle mich natürlich wisst ihr, dass das damals für mich auch sehr belastend war und ich will auch nicht das so runterspielen, aber ich muss ehrlich sagen, mir geht es heutzutage sehr, 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 sehr gut jetzt damit. Ich fühle mich wohl in meinem Körper, fühle ich mich sehr fit und stabil und ich bin einfach, ihr wisst ja auch, bin eine gläubige Person und ich bin Gott und Jesus einfach so dankbar für all den Segen in meinem Leben und ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin, bis auf diese Autoimmunerkrankung, aber ich habe dadurch ja keine körperlichen Schmerzen oder es ist ja nichts, es ist vielleicht, geht auf die Psyche und natürlich ist es manchmal, ist es vielleicht, ist es schon hart irgendwie auch in manchen Sachen und ich muss sagen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, mir geht es mental gut, mir geht es physisch gut, ich bin einfach dankbar für mein Leben und ich danke da Gott jeden Tag auch für die finanziellen Möglichkeiten, die ich habe, dass ich die Möglichkeit habe, mir Perücken zu kaufen, dass keiner merkt, dass ich Perücken trage und auch die anderen Lösungen mit den Augenbrauen und so. Ich bin damit sehr, sehr glücklich. Also mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut
Und ich möchte einfach meinem Körper Gutes tun und nicht stressen und deswegen nehme ich die Medikamente nicht. Zurück zur Gürtelrose-Impfung. Mir wurde das empfohlen damals, das zu machen, weil aufgrund dieser Therapie ist die Gefahr da, dass das halt passieren könnte, dass man halt auch in jüngeren Jahren Gürtelrose bekommt etc. Und die Krankenkasse übernimmt dann auch die Kosten, weil eigentlich wird eine Gürtelrose-Impfung erst, sage ich mal, ab 50 von der Kasse übernommen. Und ich hatte dann schon seit ein paar Jahren die Genehmigung, habe es aber nicht gemacht. Und dann hatte ich letztes Jahr im Dezember, hatte ich so eine Röschenflechte bekommen. Das ist auch so eine Art Hautausschlag, würde ich das jetzt nennen. Der tut nicht weh, der juckt nicht, aber man bekommt am Körper so rötere Stellen. Und ich dachte erst, es wäre eine Gürtelrose. Es war aber keine, sondern eine Röschenflechte. Und da war ich dann so ein bisschen so, vielleicht lasse ich mich doch nochmal gegen Gürtelrose impfen. Und dann hatte ich die erste Impfung im Februar und die war auch, also ich habe schon gemerkt, es war nicht so geil, aber jetzt nicht so schlimm wie dieses Mal. Ich hatte jetzt ehrlich gedacht, beim zweiten Mal wird es nicht so krass werden, aber es war mein Empfinden nach schlimmer. Also es ging halt mittags los, dass ich Kopfschmerzen hatte, mir schwindelig wurde, mein Arm tat höllisch weh. Ich habe hier auch einen riesigen roten, ich habe sogar einen blauen Fleck bekommen. Die hat es nicht so gut gemacht diesmal. Und ich habe alles feuerrot und so eine Beule. Und mein Arm hat so doll wehgetan. Und ich musste mich dann mittags ins Bett legen und dann gegen abends dachte ich, es wird eigentlich besser und das war's. Aber dann hatte ich wirklich die Nacht des Grauens. Also konnte so schlecht schlafen. Ich bin dann auch wach geworden. Mir war eiskalt, dann war mir voll warm. Dann habe ich voll hohes Fieber bekommen. Dann bin ich schweißgebadet aufgewacht. Also es war wirklich wow. Und der nächste Tag war auch richtig, richtig schlimm. Und ja, heute ist so der erste Tag, wo ich mich so ein bisschen besser fühle. Es ist noch so ein bisschen groggy, deswegen, aber ich habe heute zum ersten Mal wieder gearbeitet. Aber ja, aber gut, die Sache ist die, ich habe es jetzt hinter mir. Ich muss es nie wieder machen. Man muss das ja nur einmal im Leben machen. Und ich denke, es ist angenehmer, als eine Gürtelrose zu bekommen, weil ich kenne auch welche aus meinem Umfeld, die das bekommen haben, auch in jungen Jahren. Und das ist schon nicht ohne. Und deswegen bin ich froh, dass ich es jetzt gemacht habe. So, das nur dazu. Ja, und ansonsten zu meinen Haaren, wie schon gesagt, sie wachsen teilweise noch am Kopf, aber der Rest der Haare ist weg. Also keine Körperbehaarung, auch keine Gesichtsbehaarung, also sprich keine Augenbrauen, Wimpern mehr. Aber ist okay, ich habe mein Make-up und selbst so wie jetzt, wenn ich kein Make-up trage, finde ich nicht, dass es ausfällt. Und die Klebebrauen erleichtern mir wirklich meinen Alltag. Ich liebe diese Brauen, die bestelle ich bei Amazon, habe ich euch auch nochmal markiert. Sind leicht anzubringen, halten den ganzen Tag und Problem ist halt nur manchmal das Kleben kann so ein bisschen tricky sein. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die leicht unterschiedlich sind. Also das kriege ich nicht immer 100%ig hin. Das ist so ein bisschen nervig. Aber es ist trotzdem tausendmal besser, als Augenbrauen zu malen. So, ich quatsche die ganze Zeit. Ich wollte ja auch noch ein Make-up-Tutorial machen, aber hey, sehr ein Talking-Video. Ich habe ja so immer so ein bisschen noch meine Sommersprossen drauf, wie man sehen kann. Ich habe die ja letztes Jahr immer mit Henna gemacht, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr so gut bei mir. Ich weiß nicht woran. Ich habe schon ganz viele Hennas ausprobiert, aber es funktioniert einfach nicht. Das Henna verfärbt meine Haut nicht mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es klappt irgendwie nicht. Deswegen habe ich jetzt angefangen, Selbstbräuner zu verwenden. Die sind hier von St. Moritz. Dann nehme ich den dunkelsten. Und ich habe dann hier so einen kleinen Stift. Also das heißt so einen kleinen Pinsel, der ist so ganz spitz. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das war mal so ein Eyeliner-Pinsel. Und damit mache ich mir die Punkte, warte bis das angetrocknet ist und gehe dann damit schlafen. Und das hält dann eigentlich auch so wie Henna 1-2 Tage. Manchmal gehe ich morgens dann noch mal so ein bisschen drüber und wische das dann aber nach einer halben Stunde ab. Aber das funktioniert ganz gut, bin ich ganz happy drüber, weil ich mag halt so diesen Freckles-Look, weil ich finde, dadurch muss man halt auch nicht so viel Make-up tragen und generell trage ich eigentlich sehr, sehr wenig bis gar kein Make-up mehr. Also Make-up meine ich jetzt so Foundation und sowas. Was ich aktuell gerne benutze, ist halt dieser Blur, Silky Blur Primer von Essence, weil der halt auch so ein bisschen getönt ist. Und den trage ich mir dann halt auf die Nase auf und halt auf
aufs Kinn und halt unter die Augen. Das sind, ich sag mal so, die Bereiche, die immer so ein bisschen leicht gerötet sind. Und ich finde, dass der auch, sehen wir jetzt auch an der Seite, obwohl es nur ein Primer ist, finde ich, dass der auch schon so ein bisschen abdeckt. Gut, jetzt ist es ein bisschen rot gerade, aber ich finde, der gibt so ein bisschen Coverage und lässt es so ein bisschen auch strahlen. Und ich habe aber auch ein Make-up noch, was ich gerne verwende. Das ist auch von Essence, dieser Skin Tint. Den mache ich jetzt hier so ein bisschen drauf. Setze mir dann nur so ein Pünktchen hin auf beiden Seiten und verblende das dann. Natürlich habe ich vorher meine Skincare-Routine gemacht und meinen Sonnenschutz ist drauf. Und dann nehme ich dieses Bananapuder von Essence und sette das so ein bisschen. Ja, und dann meistens für Blush nehme ich entweder hier diesen Cream Blush. Heute habe ich jetzt aber keinen Bock da drauf. Deswegen nehme ich jetzt hier so einen Powder Blush. Kann man auch jeden anderen Blush nehmen. Das ist jetzt hier nochmal einer so von BH Cosmetics. Und beim Blush gehe ich immer hier lang. Dann nach vorne auf die Nase. Und dann nochmal hier auf der Seite natürlich. Gehe auch so ein bisschen hoch hier unter das Auge. Ja, und das war's schon. Und ich liebe diese Foundation, weil, ich liebe diese Routine, weil das hält bei mir irgendwie den ganzen Tag, selbst beim Schwitzen. Dann habe ich hier noch die L'Oreal Lost Me Finest Nudes Palette. Ich liebe die, weil die nicht aus Plastik ist, weil kennt ihr das, diese Plastikdinger, die brechen halt immer. Und was ich da mache, ich nehme hier diesen Ton, gehe hier ein bisschen unterm Auge lang und dann habe ich hier den Highlighter-Ton, den setze ich mir hier ins Auge und ein bisschen unter die Braue. Und mit dem gleichen Ton gehe ich hier nochmal so ein bisschen in die Lidfalte und das war's dann schon. Ja, und fertig ist mein Lidschatten. Was ich dann mache, ich nehme hier von NYX den Lift and Snatch Pencil in der Farbe, welche Farbe war das nochmal? Lasso Espresso. Und damit male ich mir hier unten so ganz feine kleine Härchen, weil ich habe ja keine Lashes mehr. Und das imitiert dann sozusagen die Lashes. Das sieht super natürlich aus, als ob ich einfach meine Lashes getuscht hätte. Dann gehe ich nochmal mit so einem weißen Kajal hier einmal auf der Wasserlinie so ein bisschen lang. Ja, und dann klebe ich die Wimpern an und das war's. Wimpern verwende ich 2 von Shein, die mag ich sehr gerne. Da habe ich 2 Stück, die ich richtig gut finde. Einmal diese hier. Die sehen richtig toll aus, die werde ich jetzt heute verwenden. Und einmal diese hier, die sitzen auch richtig gut, die sind ein bisschen dramatischer. Genau, da verwende ich übrigens den Wimpernkleber von Essence, den mag ich sehr gerne. Und ja, dadurch, dass ich ja keine Wimpern habe, habe ich da so ein bisschen meinen Trick. Das heißt, ich klebe die Wimpern ein bisschen höher. Nämlich so. Und dann warte ich, bis die komplett fest sind. So, und dann nehme ich hier von Essence diesen schwarzen, wasserfesten Eyeliner. Und dann gehe ich hier unter der Wimper nochmal lang. So, und dann finde ich, sieht das super, super schön natürlich aus. Man kann natürlich auch vorher den Lidstrich malen und dann die Wimpern draufsetzen, aber ich mache es immer so. Das ist so mein Standard
Alltags-Make-up. Und dann habe ich hier von She Glam so einen Lip-Tint. Ich finde die ganz praktisch, weil die tönen so ein bisschen die Lippen, aber das hält auch recht lange und darüber kann ich dann einfach immer so ein bisschen Pflegestift geben. Ich finde es eigentlich lächerlich, wenn ich mir überlege, was ich damals mir alles ins Gesicht geklatscht habe. Und jetzt mache ich einfach so wenig und sehe trotzdem, finde ich, toll aus. So, dann haben wir das jetzt abgehakt. Alopecia-Update. Mir geht's gut. Wird sich nichts ändern. Ich werde auf jeden Fall keine Medikamente mehr nehmen. Und auch noch mein Alltagstages-Make-up. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber zum nächsten Projekt. Wisst ihr, ich finde diesen Sommer ganz, ganz schrecklich. Es ist so dunkel draußen. Ich musste hier meine Kameraeinstellung gerade hochfahren, weil ich gefühlt sieht man gar nichts. Es ist ja nur am Regnen, es ist kühl. Also ja, der Sommer ist für den A. Ich bin so froh, dass wir in 2 Wochen in den Urlaub fliegen, nämlich nach Portugal. Und da werde ich euch auf jeden Fall mitnehmen. Freue ich mich sehr drauf. Wobei ich sagen muss, Verreisen stresst mich ja immer so ein bisschen aktuell. Ich verreise ja eigentlich sehr, sehr, sehr ungern. Ich weiß auch nicht warum. Am liebsten bin ich nur noch zu Hause und in meiner Umgebung. Mich stresst dann immer das Packen und das alles. Aber irgendwie freue ich mich einfach, dass ich rauskomme, dass ich ans Meer kann. Und es ist natürlich auch ein Segen, dass ich mir sowas leisten kann. Und natürlich werde ich euch da mitnehmen. Es wird natürlich ein Urlaubsvlog geben. Das steht außer Frage. Was ich mir jetzt überlegt habe, was ich noch mit euch machen kann, ist, und zwar kennt ihr ja unseren neuen Kleiderschrank. Und es ist halt so, hier auf der Seite ist halt noch Platz. Ich hänge hier manchmal so ein bisschen meine Sportsachen auf, vom Joggen und sowas. Und hier unten ist ja mein DJ-Controller. Und dann sind hier Max Fußballsachen. Und ich habe jetzt überlegt, dass ich meine kurzen Jacken hier einsortieren werde, dass ich drüben in meinem Schrank noch ein bisschen mehr Platz habe. Hier hängen ja meine langen Jacken und die nehmen ja auch schon viel Platz weg. Und jetzt hatte ich überlegt, ob ich die kurzen Jacken drüben hin mache, weil ja, keiner nutzt den Platz. Und warum nicht? Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. So, ich habe fertig. Das Ganze hat jetzt ungefähr so, weiß ich nicht, 20 Minuten gedauert. Also es ging recht schnell. Und zwar bin ich ganz stolz. Habe ich jetzt hier meine Jacken, meine kurzen Jacken, sprich so meine Plüschjacken, meine Blazer. Und hier sind meine Jeansjacken und noch so andere, ich nenne es jetzt mal, hier habe ich noch so eine Bomberjacke und so andere Alltagsjacken. Und hier hängen weiterhin dann so meine Sportsachen. Hier sind noch so Anzüge von Max, die haben wir halt aussortiert. Die wollten wir eigentlich verkaufen. Da bin ich aber noch nicht zugekommen. Und genau, hier unten ist dann weiter mein DJ-Pult. Das kann ich ja so rausziehen. Das heißt, wenn ich dann spiele etc., dann stören mich die Jacken auch nicht. Das ist super praktisch. Und drüben hat sich jetzt aber auch noch mal was geändert. Tada! Also hier ist ja meine, wie sagt man, Accessoire-Ecke. Hier sind meine Apple Watch Armbänder und jetzt auch meine Labubus, wie ihr gesehen habt. Ich filme euch mal hier rein.
Wie ihr ja gesehen habt, hatte ich mir jetzt auch Lafufus bestellt. Es sind jetzt keine echten Labubus, sondern Lafufus. Und ja, hier hängen so meine ganzen Schlüsselanhänger, meine Joker, Ketten und also Schmuck, den ich halt benutze. Ja, ist schon wieder recht viel geworden, würde ich sagen. Deswegen wird nichts mehr bestellt. Und genau, und jetzt habe ich hier unten meine Röcke einsortiert. Das heißt, alle meine Röcke hängen jetzt hier zusammen. Vorher war es so, dass die auf der Seite oben und unten hängen, aber jetzt hängen die alle hier. Finde ich eine super Idee. Und auf der Seite war es immer so, dass meine Hosen unten waren, aber die hängen jetzt oben. Das heißt, alle meine Hosen, Jogginghosen, Jeanshosen, alle Hosen, die ich habe, hängen jetzt hier oben in einem Bereich. Finde ich richtig gut. Und hier unten sind dann meine Strickjacken, meine Hoodies, also alle so Überziehjacken. Hängt jetzt auch alles zusammen. Und hier hat sich nichts geändert. Hier sind meine Pullover und meine Sweatshirts und hier unten sind meine Tops und T-Shirts. Ja, was mir halt auch immer wichtig sind, dass die Bügel alle gleich sind. Also da habe ich echt so ein Spleen. Das war so die erste Bügelset, die ich mir geholt habe. Leider gibt es diese Farbe nicht mehr, das Gold. Ich hole jetzt halt immer dieses Roségold. Ich habe jetzt auch wieder Bügel übrig. Ja, und das sind so alle Klamotten, die ich besitze. Ich weiß, das ist doch wieder recht viel. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe in den letzten Monaten sehr viel Klamotten geshoppt. Natürlich auch, weil ich so ein bisschen meinen Style verändert habe. Aktuell shoppe ich jetzt erstmal nichts mehr. Das Gute ist, dass ich auf dem Flohmarkt auch sehr viel Sachen verkauft habe. Das heißt, im Keller habe ich jetzt eigentlich auch kaum noch was. Natürlich ein paar Sachen sind noch da. Ich sortiere hier auch immer mal wieder mal was aus und verkaufe das dann halt auf dem Flohmarkt. Aber generell sind alle meine Klamotten, die ich trage, die ich wirklich noch haben möchte, benutze, sind oben in der Wohnung, so wie ich das wollte und nicht mehr so, dass das so gesplittet war, so unten Winter, Sommer oben. So, ich bin jetzt rausgegangen, weil irgendwie ist mir gerade die Decke so auf den Kopf gefallen. Und ja, ich bin heute Morgen aufgestanden und habe dann gearbeitet aus dem Homeoffice. Und ich war heute noch nicht einmal draußen und deswegen mache ich jetzt gerade so einen kleinen Spaziergang zu dem DM bei uns um die Ecke, weil ich brauche noch ein paar Proteinriegel. Und ja, und jetzt ist auch gerade die Sonne so ein bisschen rausgekommen. Es soll aber eine Stunde schon wieder regnen. Deswegen hoffe ich, dass ich trocken hin und zurück komme. Und meine Haare sehen auch so wild aus heute. Ich muss die unbedingt heute waschen. Es geht gar nicht mehr. Ich hatte jetzt auch überlegt, das Wochenende, ich war das letzte Wochenende in Berlin beim CSD. Ich war dort auf einen Wagen eingeladen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das hat auch richtig Spaß gemacht. Und die Überlegung war, dieses Wochenende zum CSD nach Hamburg zu fahren. Weil halt auch von meinem besten Freund der Partner da wohnt und wir wollten ihn dann da mal zu Hause besuchen. Aber das fällt wohl alles ins Wasser, denn ja, das Wetter wird natürlich nicht so geil und mir geht es immer noch nicht so gut von der Impfung. Das heißt, ich fühle es aktuell eher, glaube ich, am Wochenende ein bisschen ruhiger zu machen und nicht schon wieder unterwegs zu sein, weil ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Impfung mich so mitnimmt. Und schwuppdiwupp ist die dunkle Regenwolke. Oh, es wird bestimmt gleich regnen. Auf jeden Fall war ich total happy, dass ich gerade entdeckt habe, dass sie wieder meinen Lieblingsproteinriegel haben. Salted Caramel und der ist sogar vegan, den müsst ihr mal probieren. Gibt's bei DM. Super, super, super lecker. Und natürlich hat es jetzt angefangen zu regnen in Strömen. Juhu! Oh Gott. Ey, dieser Sommer. So, ich bin wieder zu Hause und habe mir jetzt einen Salat gemacht, weil ich so Hunger hatte. Und ich wollte irgendwie was Frisches heute essen mal. Und den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Und danach mache ich noch einen Instagram-Post fertig.
Ich bin immer noch so erschöpft. Irgendwie kommt mein Kreislauf gar nicht richtig in Gang. Aber irgendwie finde ich so einen Tagesvlog ganz cool. Also ich habe jetzt schon echt viel Material zusammen dafür, dass ich jetzt nur einen Tag das filme. Finde ich irgendwie ganz witzig. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr auch mit so einem Tagesvlog zufrieden seid oder ob ihr lieber Vlogs schaut, die sich über eine längere Zeitspanne erstrecken. Würde mich mal interessieren. So, ihr Mäuse, wir haben es jetzt abends und ja, ich will jetzt den Vlog hier beenden, denn ich muss den Vlog jetzt auch schneiden. Und so auf jeden Fall für mich meine Neuerfahrung, so ein 4-Stunden-Vlog zu drehen oder ein Eintages-Vlog. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr den Vlog fandet oder wie ihr die Idee findet. Und ja, folgt mir unbedingt auf meinen anderen Social Media. Miss Jasmina auf TikTok, Miss Jasmina auf Instagram und ungefiltert meinem Podcast on Spotify, wo ich allerdings schon lange keine Folge wieder hochgeladen habe. Aber ich kann nicht alles tun. Und mich würde auch mal sehr interessieren, wie ihr die ganzen Kurzvideos findet, die ich jetzt auch überall hochlade. Ob ihr die auch euch gerne anschaut. Schreibt mir da natürlich auch gerne Kommentare und liked sie. Und ja, und wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann.